Hallo Freunde, es gibt wieder Neuigkeiten von der Firma Carpuride. Zuletzt habe ich euch hier das W702B Pro vorgestellt. Ein 7 Zoll wasserdichter Monitor, der Apple CarPlay und Android Auto auf euer Motorrad bringt. Jetzt hat die Firma Carpuride ein neues Gerät rausgebracht, das W702BS, was sich in erster Linie mit seinen Funktionen an die BMW-Fahrer unter euch richtet und vielleicht sehr interessant sein könnte. Aber auch für alle anderen Motorradfahrer habe ich als Spoiler noch eine neue Halterungslösung mit ins Video gepackt. Worum es bei dieser ganzen Sache genau geht, das erfahrt ihr in diesem Video, also wie immer, dranbleiben. Nach dem zuletzt vorgestellten W702B Pro hat die Firma Carpuride nun ein neues Modell auf den Markt gebracht, welches sich in erster Linie an die BMW-Fahrer unter euch richtet. Das neue W702BS. Doch was ist der Unterschied? Bei diesem Gerät wurde nun die lang erwartete Integration und Bedienbarkeit über den BMW Multicontroller oder auch Wonderwheel genannt, umgesetzt. Voraussetzung für die Nutzung des Geräts und den BMW-spezifischen Funktionen ist die Original-BMW-Navigationsvorbereitung an eurem Motorrad. Weiterhin gibt es noch ein spezielles Dashboard, welches euch viele Informationen direkt aus dem OBD eurer BMW auf den Monitor liefert. Wie zum Beispiel Drehzahl, Geschwindigkeit, Ganganzeige, Temperatur, Betriebsspannung und vieles mehr. Bei diesem Dashboard gibt es zwei Ansichtsmöglichkeiten: einen dunklen und einen hellen Modus. Dieser lässt sich über den Button-Mode ganz einfach wechseln. Ein zusätzliches Infofenster erreicht man über die Schaltfläche I. Hier soll es in Kürze auch die Möglichkeit geben, das dargestellte Motorrad auf sein eigenes Modell anzupassen. Eine weitere, wie ich finde, große Verbesserung ist die diesmal fest am Gerät verbaute Halterung, speziell für die Navigationsvorbereitung oder der neuen Halterung BM05, die bald erscheinen soll. Dazu aber später mehr. Die Befestigung am neuen W702BS bietet weiterhin den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Bauweise einige Zentimeter flacher ist und gerade bei der Installation am Motorrad viel besser anliegt und dadurch auch wesentlich stabiler ist. Während beim Vorgängermodell für die Nutzung an einer BMW noch das Zubehörbracket, welches ausschließlich zur Stromversorgung diente, angeschraubt werden musste, bietet die neue Halterung die Belegung aller Pins, identisch mit der originalen Navigationsvorbereitung. Dadurch sind nun auch keine weiteren Anschlüsse oder Kabel mehr am Gerät selbst vorhanden. Bis auf die Halterung und die fehlenden Anschlusskabel gibt es sonst optisch eigentlich keine großen Veränderungen zum Vorgänger. An der Seite des Geräts gibt es wieder einen SD-Kartenslot für eventuelle Updates und den Ein- und Ausschalter. Dieser dient aber nicht mehr zum An- und Ausschalten des Geräts, sondern zum Sperren des Bildschirms oder zum Einblenden der Lautstärkeeinstellungen. Ansonsten ist der Verpackungsinhalt sehr aufgeräumt. Es gibt das Gerät und eine wieder auf Englisch geschriebene Beschreibung. Die grundlegenden Funktionen und Einstellungen des Geräts bei Apple CarPlay und Android Auto sind bis auf die Bedienbarkeit über das Wonderwheel mit dem Vorgängermodell W702B Pro identisch. Auch die im Hauptmenü zu findenden Gimmicks sind wieder mit an Bord. Das wären zum einen der Lichtsensor, welcher automatisch die Helligkeit des Bildschirms an das Umgebungslicht anpasst. Auch wieder mit dabei ist die Kompass- und Höhenmesserfunktion. Ganz nett, aber ich glaube, diese Spielerei wird wohl von den wenigsten genutzt. Ebenfalls wieder mit an Bord ist die Dual-Bluetooth-Funktion, die es ermöglicht, zwei Funkgeräte mit dem W702BS zu verbinden. Von einigen Usern habe ich aber schon gehört, dass es in der Praxis eher nicht so gut funktioniert. Ich nutze das Gerät immer nur mit einem Headset und das funktioniert einwandfrei. Kommen wir jetzt nochmal zur Bedienung über das Wonderwheel. Nachdem ihr das Gerät in der Navigationsvorbereitung befestigt habt, könnt ihr die Zündung einschalten und das Gerät startet. Nun müsst ihr nur wie bei der Verwendung des Navigators von TFT auf den NAV-Modus umschalten. Jetzt könnt ihr sämtliche Funktionen des W702BS mit dem Wonderwheel bedienen. Die einzelnen Apps können direkt angewählt werden. Auch im Bereich der Navigations-Apps, in meinem Falle wäre das die MyRoute-App, können nahezu alle Funktionen über den Controller angesteuert und eingestellt werden. Auch das Reinzoomen in Karten ist hiermit möglich.
Die Bedienung der Apps sowie die Funktionsweise des Wonder Wheels und der einzelnen Tasten habe ich hier in dieser Grafik noch einmal zusammengefasst. Auch im beigefügten Handbuch sind die einzelnen Funktionen ganz gut erklärt. Das Ganze ist zwar wieder wie gesagt auf Englisch, aber trotzdem verständlich. Auch das Dashboard lässt sich über das Wonder Wheel ansteuern und bedienen. Ist das Gerät korrekt verbunden, werden hier die fahrzeugrelevanten Daten angezeigt. Diese kommen direkt aus dem OBD. Und jetzt noch ein bisschen was zum Thema Kompatibilität. Laut Carpurite ist das W702BS mit folgenden BMW-Modellen kompatibel. Das wären zum einen die R1200 GS, die R1250 GS, die R1300 GS und die S1000XR. Getestet habe ich das Gerät auf einer F750 GS und da hat es auch problemlos funktioniert. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass es auch auf der F800 und der F900 GS funktionieren wird. Voraussetzung ist halt immer die Original BMW Navigationsvorbereitung. In Verbindung mit dem Carpurite nutze ich ein iPhone 14 Pro und dementsprechend auch die Apple CarPlay-Funktion des Geräts. Alle Apps, die ich benötige und benutze, werden auch für CarPlay bereitgestellt. Bislang hat das auch immer sehr gut funktioniert. Von Nutzern eines Smartphones mit Android-Betriebssystem habe ich schon öfter gehört, dass einige Apps nicht mit Android Auto funktionieren. Das liegt aber nicht an den Carpurite-Geräten, sondern einfach an den Herstellern der Apps. Einige Smartphones mit Android-Betriebssystem unterstützen derzeit auch keine Wireless Connection und sind laut Hersteller nicht mit den Geräten dieser Serie kompatibel. Dabei handelt es sich wohl um einige Modelle von Samsung, Huawei und Xiaomi. Vorgestellt wurde in diesem Video das W702BS, also die 7 Zoll große Variante. Wem das zu groß ist, kann auch von diesem Gerät wieder die 5 Zoll Variante bekommen, das W502BS. Die Funktionen beider Geräte sind identisch. Abschließend habe ich noch einen Spoiler-Alarm. Passend zum W702BS wird es in Kürze auch eine neue Fahrzeughalterung geben. Und zwar geht es um die anfangs angesprochene Halterung BM05. Da aufgrund der neuen Bauweise die damals noch mitgelieferte Rummer- ähnliche Halterung nicht mehr benötigt wird, hat Carpurite eine Halterung konstruiert, die vermutlich für alle anderen Motorradfahrer sehr interessant sein könnte. Auch mit dieser Halterung wird der Abstand zum Motorrad wesentlich verkürzt und dadurch auch stabiler. Die Halterung kann am Lenker oder sonstigen Navi-Verstrebungen montiert werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen Anschluss an die Batterie oder wieder über das mitgelieferte USB-Kabel. Das W702BS kann nun einfach in der Halterung befestigt und wieder abgenommen werden. Für das Lösen der Halterung wird dann ein spezieller Schlüssel benötigt. Dieser ist im Lieferumfang in doppelter Ausführung enthalten. Neben der Version für BMW-Motorräder soll es in Kürze auch eine Version für alle anderen Motorradmodelle geben. Das W702S. Es ist baugleich mit dem hier vorgestellten W702BS, nur ohne Wonder Wheel-Funktion und ohne Dashboard. Aber jetzt wieder zurück zum aktuellen W702BS mit Dashboard und integrierter Bedienbarkeit über das BMW Wonder Wheel. Wenn das Gerät interessant für euch ist und ihr es eventuell kaufen möchtet, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch das Gerät verlinkt und ihr erhaltet über mich einen Rabatt von 32% im Carpurite Online-Shop. Der Rabatt gilt übrigens auch für andere Modelle aus dieser Reihe. Wenn ihr dieses Gerät oder ähnliche bereits im Einsatz habt, dann schreibt eure Erfahrungen und Fragen doch gerne in die Kommentare. Also dann, wir sehen uns.